Guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und um die schönsten Spezialgäste auf dem ganzen Planeten. Herzlich willkommen wieder einmal, Dana Rolle. Hallo? Hier. Das machst du doch mit Absicht. Wieso willst du es immer auf mich schieben? Ja, also es kann ja nicht sein, dass du dich immer in die falsche Richtung Ich bin drehst. ja nicht die Einzige mit Wie wär's, wenn du dich vielleicht auf die andere... Naja, auf jeden Fall, ich habe gehört, wenn wir hier die 100.000 Abonnenten erreichen, dann treffen wir uns endlich in der Mitte. Also liegt es eigentlich vielleicht an unseren Zuschauern. Die sollten endlich diesen Kanal abonnieren, damit wir es schaffen. Es ist ein ganz spezieller Tag. Ihr seht dieses Video vielleicht sogar schon jetzt am Abend, weil wir es direkt online stellen wollen werden. Deswegen guten Abend, liebe Freunde, die das jetzt direkt dann gleich gucken. Denn, ganz großer Tag, ein Release von BTS und zwar mit einem sehr, sehr tollen amerikanischen Künstler. Und zwar Love. Der hat ja schon, ich habe den auf dem Schirm, seitdem der Easy. Seitdem ja, Song Easy. Was war das? 2017? Ja, irgendwie 16? sowas. Ja, 17. Ja, auf jeden Fall schon länger her. Fand ich damals schon sehr, 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 sehr besonders. Ja, der hat wirklich, der Beat war schon was Besonderes. Und Der hat so eine schöne Stimme. eine sehr angenehme Stimme. Auch ein so ganz, samtig? ja, und so eine ganz besondere Technik irgendwie auch. Naja, kommen wir zum Song. Dass die zusammen einen Song machen, wäre ich auch niemals drauf gekommen. Nee, und ich bin so gespannt, weil ich habe so viele Release-Seiten abgecheckt und der stand nirgends drauf. Ja, ich habe es auch nur Pure Überraschung. über Reddit und Reddit hatte einen Twitter. Übrigens habe ich auch einen Reddit-Account, falls ihr da mal was reinschreiben wollt, irgendwelche Bemerkungen, Memes oder sonst irgendwas, dürft ihr es gerne machen, ist unten in der Beschreibung und wir schauen mal rein. Unser Intro. Ich liebe es. Das schönste Intro, ey. Das ist echt komisch. Das muss man erst mal schaffen. Ja. Oh. Kurz vor der Bühnenperformance. Oh mein Gott, das wird bestimmt richtig schön. Yeah. I was trying to find the answer in the world around me. Ja, Love. Yeah, I was going crazy all day, all night. You were the only one who understood me and all that I was going through. Yeah, I just gotta tell you, oh baby, Ja, mit dieser starken Kopfhörer. I can hold you tighter, 'cause still got money, oh you're the Süß mit den Figuren, ne? almost lost you, but I can't forget you, 'cause you were the reason die Adlibs. that I survived. You were there for me through all the times I cried. I was there for you, but then I lost my mind. I know that I messed up, but I promise I can make it right. Oh, cute. Da haben wir aber schöne Aufnahmen gefunden. 세상 속에 영웅이 됐나 나를 찾는 그날 너와 낯선 트로피와 갬뱀물 all day everywhere 모든 게 너에게 닿기 위함인 girl 내 결정의 답인 girl 널 찾기 위해 노래 baby 처음보다 조금 더 커진 기에 좀 더 단단해진 목소리에 모든 건 내게 돌아가기 위해 이제 널 알았지도 활짝 펼칠게 말 위해 나봐 왜 못 알아봐 남들의 하우스 땀이나 듣고 싶지 않아 너의 향긴 여전히 나를 꽉 뚫어 무너뜨려 되돌아가자 그대로 Jimin? Oder? Wie schön er eingestiegen ist. Das ist Jimin. Okay. Pre-Chorus. I can make it right. Alright. Yeah. I can make it right. Super eingängig hier. Alright.
나는 그때처럼 말없이 그냥 나 안아줘 지옥에서 내가 살아남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 안다면 주저 말고 please save my life 너 없이 헤쳐왔던 삶을 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같은 거란 걸 알아 Voll süß, Alter. Also die Sätze, die da raushauen. Das muss Jimin sein, ne? Krass, voll süß mit dem Drachen und so. Oh, mega cute, das Video, Alter, ist ja voll süß. Ah, guck, sie ist wieder aufgetaucht. Die ist so blond wie ich. Hast du nicht auch ein blaues Kleid? Habe ich. Okay, ey, mega die schöne Nummer. Ich habe ja auch eine Weekly Top 20 Playlist auf Spotify, eine Playlist, die ich jeden Freitag aktualisiere. Da habe ich den Song drin gesehen und ich habe den direkt auf Platz 1 gesetzt, aber nicht gehört vorher. Aber ich wusste, wenn es BTS ist und dann noch... Love. Ja, ich meine, gut, BTS alleine hätte schon gereicht, aber dann noch mit Love, die Kombination, dachte ich schon so, wow, okay, ich setze einfach rein, aber ich habe sie extra nicht gehört, weil alle anderen Songs höre ich dann immer und picke wirklich aus. Die habe ich extra nicht gehört und weil ich mir das echt, diesen First Reaction Moment auf jeden Fall aufbewahren wollte, hier für das Video jetzt noch. Zum Glück ist es jetzt, ja gut, ein halber Tag später. Voll schön, richtig schön, so eine richtig internationale Nummer, ne? Und Love passt auch perfekt mit rein, so von Voll der Stimme krass. zu den Jungs. Das passt Richtig so gut. Schade, dass man die nicht gesehen hat. Yeah. Aber die Konzertaufnahmen von den Jungs waren unfassbar schön. Von der Qualität her. Am Anfang dachte ich nur, es wären irgendwelche Random-Aufnahmen, weil die ja kein Lip-Sync und so hatten. Also von anderen Konzerten. Aber dann hat man gesehen, dass sie den Song ja auch schon performt haben. Aber meinst du, die haben vielleicht auf einem Konzert diesen Song performt und haben so dem Publikum gesagt, dass sie das Musikvideo dazu jetzt aufnehmen oder so? Oder die haben einfach einen neuen Song angeteasert und dann die Aufnahmen verwendet und so? Ich Weil weiß es war nicht. ja ein echtes Konzert. Ja, also, oder es kann auch, vielleicht war es auch nur beim Soundcheck nicht, weil J-Hope, da sind schon Leute auf jeden Fall auch im Hintergrund zu sehen, ne? Also ich glaube schon, dass, ja, sieht schon nach einem echten Konzert aus, also, ja, ich denke, die sind normalerweise immer sehr offen und kommunikativ auf den Konzerten. Die haben das bestimmt schon geteasert und gesagt. Ich weiß nicht, ob Love dann vielleicht schon drauf war oder noch nicht drauf war. Kann gut sein, dass er noch nicht drauf war. Mega, mega schön. Vielleicht, ja, Besonderheiten. Jetzt, um auch mal auf die musikalischen Aspekte hier zu kommen, wofür der Kanal eigentlich auch da ist. Ja, hier ganz klassisch im Pre-Chorus natürlich die Drums dann eben komplett raus. Ne, und dann nur noch die Keys, das Tasteninstrument mit den super harmonischen Akkorden, die hier angelegt wurden. Ich weiß nicht, ob hier Love alleine singt, auch die Harmonien, ob er die alleine singt oder ob hier schon einer der BTS-Jungs mit drin ist. Weil es auf jeden Fall mehrstimmig ist, aber ich kann das hier jetzt nicht genau bestimmen, ob vielleicht einer der Jungs drin ist. Guck mal, hier, er wird noch massiert. Das ist RM, ne? Kurz vom Auftritt. Ja, ist so ein Massagegerät, oder nicht? Echt? Sieht so aus. Wie so ein Knetmaschine. Ist so eingängig, ne? Das ist super eingängig, super catchy. Aber trotzdem sehr minimalistisch gehalten eben. Das erinnert mich, erinnert mich aber auch ein bisschen an den anderen Song von Love. Also es passt auch sehr bei ihm rein, aber es passt auch gleichzeitig zu BTS. Es ist wirklich die perfekte Kombi irgendwie. Ja, ist echt, sind allen treu geblieben so vom Sound her. Sehr cool. Ich weiß auch nicht, was das für ein Instrument sein soll. Ne? Es klingt ein bisschen wie eine Tröte. Die ist
ist halt auf jeden Fall mit dem Synthesizer, aber das meine ich jedes Mal mit dem Sounddesign, dass eben das eine Instrument sticht halt so krass heraus, hat irgendwas Besonderes im Sound bekommen, also die haben das extra so moduliert, dass es dann aber auch so eingängig bleibt. Das ist halt wirklich das Besondere und der Trick an der ganzen Geschichte, sage ich mal. Und das zeigt aber auch den Produktionseinsatz hier, ja. Das ist nämlich das Clevere, hier das alles dann eben auch auf das Level zu bringen. Na, auch hier zweistimmig. Fand ich auch, ich finde das immer wieder überraschend, J-Hope auch singen zu hören, solo, weil er macht ja auch sehr oft die Rap-Parts, was ich auch immer sehr überraschend finde, weil er so richtig tief und aggressiv dann meistens klingt dann schon. Ich nehme den immer nie so wahr, aber... Ist das J-Hope, der das? Ja. Also zumindest wird es im Video auch so gezeigt. Also ich gehe mal davon aus, dass es dann im Song auch so ist. Und was für eine schöne Gesangsstimme er auch hat, ne? Also richtig schön. Die haben aber auch vom Mixing hier, klingen alle Stimmen extrem sexy, muss ich sagen, vom Sound. Sehr on point einfach, wirklich. Ja, wirklich. Es ist wirklich. Aber die haben auch wirklich diesen internationalen Sound hinbekommen. Oder ich sag mal amerikanischen, vor allen Dingen die Amis machen das sehr, sehr gerne. Dass in diesem High-End-Bereich, also in den Höhen vor allen Dingen, so ein Glitzern, so ein Funkeln eben drin ist. Und Sparkle, genau. Sparkle trifft's perfekt. Und das haben alle hier auf der Stimme drauf. Sehr, sehr schön. Ne, hier auch super schön durchharmoniert dieser Part hier, also mehrstimmig. Locker dreistimmig. Super schön. Auch die Parts von Jin und Jimin, die ja waren beide Kopfstimmen, ne? Hey, jetzt, wir haben ja uns auch das letzte Mal erst drüber unterhalten, dass wir nie genau wissen, wer von beiden, Jungkook war es auch, oder? Ja, Jimin und Jungkook. Jimin und Jungkook, wer da die hohen Parts in den Adlibs immer macht. Wobei Jin habe ich jetzt aber auch schon ein paar Mal gelesen. Also es machen beide immer wieder. Aber es sind meistens die beiden, glaube ich. Die Adlibs. Ja, wir hängen da auch ein bisschen von euch ab und da ist dann auch manchmal so ein bisschen gemischt, was wir da von euch lesen. Ist nicht mal ganz klar. Und da fehlt halt manchmal das Visuelle, dass wir genau sehen können, wer das jetzt gerade war. Aber hier bei Jimin habe ich jetzt auf jeden Fall den Eindruck, dass ich ihn langsam auf jeden Fall raushören kann, weil er klingt schon fast fraulich in der Kopfstimme. Ja, habe ich auch gedacht. Sehr krass, sehr klare Kopfstimme. Unfassbar. Ja, sehr, sehr krass. Der passt auch. Er hat eigentlich auch eine sehr klare, aber er hat irgendwie, ich finde bei ihm, er hat noch so ein bisschen mehr er macht mehr das Hauchige noch. Und bei Jimin habe ich den Eindruck, dass es mehr klarer Ton ist, weniger Gehauche. Das kann aber jetzt auch nur speziell bei dem Song gewesen sein. Sonst kann ich die eigentlich nie so gut unterscheiden. Vielleicht sollten wir uns mal diese Color-Coded Lyric-Videos angucken. Stimmt. Aber sind da die Adlibs dann noch drin? Weil meistens ist es bei den Adlibs, wo ich mir unsicher bin. Das weiß ich nicht. Ja, sonst glaube ich alles relativ klar. Hier wie alles, Feuerzeuge, oder? Taschenlampen. Harmonisch angelegt ist. Die Drums hört man ja ganz klar raus. Oder? Brauche ich nichts weiter, aber ich finde die... Ich glaube, das Speziellste war dieser Tröten-Sound. Ja. Ja, aber das hast du ja schon angesprochen. Ja, genau. Der ist halt wirklich dann Sounddesignt, da genau nachvollziehen kann man das dann nicht mehr genau. Ne, und so leitet ja der Song ja auch ein. Da sieht man, dass das halt wirklich auch der Aufhänger ist vom Song, wo man dann auch einfach Wiedererkennungswert zu 100%. Yeah. I was lost, I was trying to find the answer in the world around me. Yeah, I was going crazy. Da läuft auch ein schönes Pad die ganze Zeit im Hintergrund, das vor allen Dingen auch das Ganze so ein bisschen breiter zieht. Das ist wirklich so ein Pad, also ein flächiges Instrument, das man so ein bisschen macht. Das passt schon wie so ein... Genau, das spielt immer die Tonika bzw. den ersten Ton des jeweiligen Akkordes, spielt hier dieses Pad und füllt dann den Akkord natürlich dadurch auch ein bisschen auf, aber eben auch soundtechnisch wichtig,
weil das super breit, wahrscheinlich auch mit einem Stereo-Imager, eben ganz künstlich breit gezogen wurde, dass in der Mitte einfach noch genug Platz ist für alle anderen Instrumente. Also auch sehr wichtiges Detail, dass so ein bisschen dieses warme, harmonische Gefühl wird unterstützt durch das Pad. Sehr, sehr schöne Nummer. Werde ich jetzt auf jeden Fall direkt endlich mal auf der Anlage dann nochmal über die großen Speaker hören können. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Für uns kommt jetzt... Thumbnail Time. Was machen wir? Kannst du uns Herz in Augen machen? Ich versuch's. Ich mach's so. Oh, ich will ein Herz in Auge. 2. Super schöner Song. Richtig, richtig geil. Ich hoffe, das war nicht. Leute, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehremann und schaut auch gerne bei Dana vorbei. Ich weiß gar nicht, was du diese Woche vorbereitet hast für Sonntag. Erzähl mal, irgendwas hast du gemacht? Ich habe die Zeit genutzt, in der du nicht da warst. Okay, bin ich mal gespannt. Schaut auf jeden Fall mal bei Dana vorbei. Ich mache nichts anderes, als du auch machen würdest ohne mich. Okay, das klingt weird. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.